Herzlich willkommen zu unserer heutigen Produktpräsentation Glas global nach europäischer Normung EN 16612. Mein Name ist Sebastian Hinmüller und ich werde Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten unser neues Produkt Glas global 16612 vorstellen. Wir haben die Präsentation aufgeteilt, einmal in eine PowerPoint-Präsentation, um die allgemeinen Daten zu erklären oder die allgemeine Funktionalität. Und zum Zweiten werden wir uns dann noch das ein oder andere Beispiel direkt in der Software zusammen ansehen. Gut, ich schalte mal meine Kamera aus. Dann fangen wir mal an mit der PowerPoint-Präsentation. Also es geht heute, wie gesagt, um Glas global 16612, ein neues Produkt der Sommerinformatik. Wir haben uns bemüht, möglichst an die vorhandene Glas global Lösung uns anzulehnen und entsprechend dann in dieses Format die Berechnung nach der EN 16612 mit hineinzubringen. Zuerst kurz ein Überblick, worin bestehen denn eigentlich die Unterschiede zwischen 16612 und 18008. Wir haben zum einen auf der Widerstandsseite andere Teilsicherheitsbeiwerte für die Materialien, diese Gamma-M-Werte. Dann unterscheiden sich auch bei der Berücksichtigung des Schuhverbundes. Da gibt es ja in der EN 16612 die Berechnung des Schubverbundes oder die Ermittlung des Schubverbundes nach Anhang D übermittelt mit diesen Omega-Werten. Ansonsten gibt es noch Beiwerte für Kantenfestigkeit, KE, Oberflächenprofil, KSP und für die Härtung, die auch hier in 16612 von der deutschen Norm abweichen. Und auf der Einwirkungsseite werden in der EN 16612 andere Teilsicherheitsbeiwerte für Gamma G und Gamma Q angesetzt, sowie die Kamott-Werte sind auch hier in der 16612 etwas abweichend von der 18008. Grundsätzlich ist auch unser Programm Glas global 16612 validiert von der Universität München, genauso wie sich das von den anderen Glas global Produkten kennen. Der Start von Glas global, wir haben hier einfach einen zusätzlichen Button mit eingefügt, über den Sie die neue Fassung 16612 aufrufen können. Das heißt, Sie haben nach wie vor im Sommer global auch alle anderen Glas global Produkte wie auch WinSLT und WinTRS zur Verfügung und starten hier über diesen neuen Button die 16612 Glas global Version. Zu den Vorgaben ganz kurz, da hatte ich ja schon bei den Unterschieden kurz gesprochen, und zwar haben Sie hier die Möglichkeit in der Version Glas global 16612 alle Materialkennwerte, also charakteristischen Festigkeiten und natürlich auch die Teilsicherheitsbeiwerte oder auch diese Beiwerte für diese anderen Festigkeiten, Kantenfestigkeiten und so weiter, Härtungsbeiwerte zu ändern. Hat den riesen Vorteil, wenn Sie auf länderspezifische Einstellungen eingehen müssen, sei es, weil jetzt vielleicht in anderen Ländern andere Gamma-Werte gelten oder andere Festigkeitswerte gelten würden, hätten Sie hier die Möglichkeit, noch die Werte abzuändern. Ansonsten kann man das Ganze im Standard belassen. Dasselbe jetzt gilt auch für die Einwirkungsseite. Hier haben wir einen kleinen Unterschied oder eine Änderung zu der 1808. Hier können Sie nämlich auch spezifisch jetzt in 16612 die Psi-Werte, die Psi-0-Werte theoretisch nochmal anpassen oder auch die Kamott-Werte. Was hier auch eine Spezialität ist, sind die Kamott-Werte oder die Werte, hier Unterscheidung bei den Einwirkungsdauern. Wir haben einmal für Wind 10 Minuten und für Wind 3 Sekunden. Dasselbe gilt bei Streckenlast. Da haben wir auch eine Unterscheidung für 5 Minuten und 30 Sekunden Einwirkungsdauer, weil wir eben in den unterschiedlichen Ländern der EU hier auch unterschiedliche Ansätze haben. In Deutschland wird zum Beispiel Winddruck mit 10 Minuten angesetzt. Das haben wir dann auch hier entsprechend als Standard vorbelegt. Aber Sie haben die Möglichkeit, dann das selber anzupassen oder auch hier die Vorgabewerte zu ändern.
Geometrie ist ganz gewohnt. Sie haben die Möglichkeit, einfach Zweifach-, Dreifachverglasung mit den normalen geometrischen Abmessungen einzutragen, die entsprechenden Stellungen, vertikal, horizontal und natürlich dann auch die Art der Lagerung. Hier unterscheidet sich die 16612 nicht von Glasglobal 18008. Zum Scheibenaufbau, auch hier haben wir prinzipiell das gleiche Modul. Wir können hier in Einfachverglasung symmetrisches VSG oder asymmetrisches VSG berechnen. Zu den Besonderheiten kommen wir dann, wenn es um den Schubverbund geht. Hier ist gerade der EN 16612 im Anhang D dieses Omega-Verfahren beschrieben. Nach dem wird auch in Glasglobal 16612 gerechnet oder Sie können danach rechnen, wenn Sie mit dem Schubmodul aktiviert rechnen. Und was wir auch hier im 16612 Modul haben, ist der produktspezifische Schubmodul. Wir haben jetzt hier für einige Hersteller hier mal Beispiel Trosifol und Eastman für einige Produkte, die Omega-Werte und auch entsprechend die Anwendungen hinterlegt. Das können wir uns dann auch noch mal kurz in der Software direkt ansehen. Zu dem Wind- und Schneelast, da ist es ja immer länderabhängig, welche Wind- und Schneelasten, welche Normen hier angewandt werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem relativ neutral gehaltenen Wind- und Schneelastmodul alle Lasten manuell zu hinterlegen. Hier auch nochmal der Hinweis dabei, dass wir hier die Lastdauer für Windlast einmal für 10 Minuten und einmal für entsprechende geringere Werte hier eintragen können, um dann auch die länderspezifischen Variationen hier mit abdecken zu können. Klimalasten auch wieder unverändert zur 18008. Sie können hier auch wieder von den Standardwerten abweichen, entsprechend Temperaturänderungen oder Luftdruckänderungen manuell eintragen oder wenn man nichts weiß, belässt man hier die Standardeinstellungen, um hier entsprechend die notwendigen Klimalasten abzudecken. Bei der Ortshöhe haben wir auch die Last, die sich ergibt aus der Produktionshöhe und der Einbauhöhe. Auch hier wieder eigentlich das gleiche Modul, wie Sie es aus der Glasglobal 1808 kennen. Auch wieder die Möglichkeit, entsprechend mit den Standardwerten zu arbeiten oder hier Produktionshöhe oder Einbauhöhe als bekannt anzugeben und sich daraus dann die Lasten für die Einbauhöhe berechnen zu lassen. Zur Streckenlast gibt es auch eine kleine Besonderheit, abgesehen von der Last, die man hier antragen kann, die Angriffsseite und natürlich die Angriffshöhe, gibt es hier wieder die Möglichkeit, speziell jetzt für die 16612, nochmal die Lastdauer einzutragen. Standardmäßig werden wir hier mit 5 Minuten arbeiten. Das ist auch das, was in der 1808 vorgegeben ist. Entsprechend werden die Kamott-Werte und natürlich dann auch die Omega-Werte für die Ermittlung des Schubverbundes ermittelt. Sie können aber auch hier die anderen Werte, die kürzere Lastdauer einstellen. Dann werden entsprechend die Werte für die kürzere Lastdauer auf der entsprechend von Omega oder auch von Kamott ermittelt. Membranspannung, auch hier die Möglichkeit zu einer nichtlinearen Berechnung zu kommen. Wenn Sie mit allseitiger Lagerung und Rechteck- und Flächenlast rechnen, haben Sie hier die Möglichkeit, eine nichtlineare Berechnung anzustoßen. Das heißt, da wird hier der Membranspannungseffekt mit berücksichtigt, der sich durch die selbsttragende Wirkung von der Glasscheibe ergibt. Zum Ergebnis, auch hier alles auf der ersten Seite zusammengefasst. Sie haben auf dem Ergebnisausdruck wie gewohnt die wichtigsten Informationen mit drauf, auch zusammengefasst unten dann das Ergebnis, was hat sich ergeben aus meinem Nachweis und auf den Folgeseiten dann zu jedem Lastfall das einzelne Ergebnis, einmal mit Verbund und einmal ohne Verbund, beziehungsweise mit Darstellung des Schubverbundes. Lastfallkombinationen gelten natürlich jetzt hier in 16612 etwas abweichend, allein schon, weil wir hier andere Gamma- und Q- und Gamma-G-Werte haben.
Die Lastfälle werden entsprechend von der Software als Standardlastfälle vordefiniert, aber jederzeit haben Sie auch die Möglichkeit, hier beliebig benutzerdefinierte Lastfälle selber zu definieren und entsprechend dann auch sich in Ihrem Projekt berechnen zu lassen. Vorschlagsmodul ist auch enthalten, das Vorschlagsmodul Glasdicken. Da werden Ihnen ausgehend von den Lasten, die eingetragen oder angegeben wurden, die unterschiedlichen Glasdicken variiert. Das heißt, das Programm rechnet möglichst viele oder die angegebenen Vorschläge durch und prüft, welche Kombination von Scheibendicken hier zu einem erfolgreichen Nachweis führen würden. Und man kann dann im Anschluss hier die entsprechenden Varianten sich wählen oder auch eine entsprechende Variante übernehmen. Lastfallkombinationen, das hatten wir schon in die andere Richtung. Vorschlagsmodul Größenmatrix. Das heißt, hier werden nicht die Glasdicken variiert, hier bleibt die Glasdicke, die eingestellten Glasdicken gleich, nur die Breiten und Höhen werden hier variiert. Es ergibt sich dann abhängig von Glasdicke und von Höhe und Breite ergeben sich dann unterschiedliche Ausnutzungen und wir stellen das Ganze dann in einer Matrix dar, wo man erkennen kann, welche Abmessungen von meinem Glas mit dem angegebenen Aufbau und den angegebenen Lasten hier entsprechend funktionieren und welche hier eine Überschreitung der Spannung bzw. der Durchbiegung ergeben. Das ist ganz praktisch für große Bauvorhaben, wenn ich möglichst viele Scheiben im gleichen Aufbau, aber in unterschiedlichen Formaten rechnen will, dann kann ich hier mir einen Aufbau raussuchen oder entsprechend einen Aufbau ermitteln, der möglichst viele Abmessungen dann abdecken kann. Zu den Schnittstellen, auch wie vorher Glas Global 1808, haben Sie auch hier die Möglichkeit dann aus Glas Global heraus, wenn Sie nach 16612 gerechnet haben, sich im WinSLT zum Beispiel einen G-Wert zu berechnen oder in WinTRS den thermischen Stress nach der französischen Norm nachzuweisen. Gut, dann gehen wir mal über zu unserem Glas Global. Sie finden das neue Modul Glas Global 16612 hier auch auf der linken Seite unter den bewährten Modulen von der 1808. Wir starten das Ganze mal. Der Aufbau ist hier genauso wie in der 1808. Wir fangen hier auf der linken Seite an. Wir können oben uns mal eine Bezeichnung eingeben. Wir wollen mal eine vertikale Verglasung machen. 16612 schreibe ich hier mal rein. So, 16612 und das Ganze machen wir mal ohne Schubverbund, weil wir werden dann noch andere Varianten rechnen. So, hier könnten wir jetzt noch Kundendaten eintragen, die dann auf dem Ausdruck erscheinen. Das sparen wir uns jetzt. Wir gehen zur Geometrie. Wir wollen eine Zweifach-Isolierverglasung, das ist hier auch schon angehakt, Vertikalverglasung, allseitig gelagert und wir gehen jetzt hier mal die Breite ein. Wir haben eine Breite von 1500 mm und eine Höhe von 1250 mm. Damit haben wir die Scheibe definiert. Dann kommen wir zum Aufbau. Über Doppelklick können Sie dann wieder die einzelnen Glasscheiben definieren oder auch hier einen Doppelklick hinein. Wir gehen einfach mal auf die Innenscheibe. Wir wollen jetzt eine Streckenlast legen auf die Innenscheibe. Deshalb wähle ich jetzt hier von Haus aus gleich eine VSG-Scheibe. Also gehen wir hier auf VSG symmetrisch. 2x4 mm, 0,76 mm Zwischenschicht. Das ist alles in Ordnung. Gehen hier auf OK. Dann kommen wir zur Windlast. Vielleicht auch hier nochmal der Hinweis mit diesen Lastdauern. Also Standard wären hier 10 Minuten Lastdauern und wir können hier auch 3 Sekunden Lastdauern wählen. Das kommt immer darauf an, welche länderspezifischen Spezialitäten es gibt. Es gibt Länder, die einfach hier in der Regel mit geringeren Lastdauern arbeiten. Wir in Deutschland haben hier zum Beispiel standardmäßig die 10 Minuten. Vielleicht auch nochmal der Hinweis hier unter den Einstellungen, also wenn Sie hier nochmal oben auf Einstellungen, Vorgaben gehen oder wenn man da drauf geht, bekommt man ja diese Einstellungen, die wir auch schon angesprochen haben. Hier nochmal die Materialkennwerte
und hier auch nochmal, wenn ich zu den Einwirkungen gehe, nochmal diese unterschiedlichen Werte für die Kamottwerte, einmal für 10 Minuten und einmal für 3 Sekunden. Genauso haben wir hier bei Schneelast zwar keine Unterscheidung der Kamottwerte, aber wir haben hier, da die Norm EN 16612 sagt, wenn ich eine Höhe habe, eine Ortshöhe, die größer als 1000 Meter ist, muss ich ein Psi0 von 0,7 ansetzen. Wenn ich unter 1000 Meter bin, kann ich die 0,5 ansetzen. Diese Werte könnten Sie theoretisch auch alle abändern. Das wird dann auch entsprechend vermerkt. Das heißt, wenn Sie hier was eintragen, wird es entsprechend vermerkt und dann auch im Ausdruck entsprechend vermerkt. Ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, einfach hier die Standardwerte verwenden, die entsprechend hier eingestellt sind. Aber das nur noch mal zum Hinweis, genauso bei der Streckenlast gibt es auch noch mal die Unterscheidung zwischen 5 Minuten und 30 Sekunden. Auch hier dann unterschiedliche Kamottwerte und nicht nur unterschiedliche Kamottwerte, wir haben dann auch in den Omega-Werten für die Berechnung des Schubverbundes auch entsprechende, wegen den unterschiedlichen Zeiten, auch entsprechende unterschiedliche Werte. Gut, also wir waren stehen geblieben bei der Windlast, also wir tragen jetzt hier mal die 0,46 will ich hier haben, 0,46 und hier unten bei dem Sogwerk tragen wir ein minus 0,65. 10 Minuten Lastdauer ist hier in Ordnung. Klimalast belassen wir bei den Standardwerten. Genauso machen wir das Ganze mit den Ortshöhen. Auch hier nehmen wir die Standardwerte für die Ortshöhendifferenzen an und kommen nun zur Streckenlast. Da will ich jetzt hier auf die Innenscheibe einen Wert von 0,5 Kilonewton pro Laufmeter ansetzen. Hier auch die Möglichkeit, wie gesagt, einmal auf die Innen- oder auf die Außenscheibe, wo soll die Streckenlast angreifen. Wir haben ja unsere VSG-Scheibe auf die Innenseite gelegt, deshalb mache ich jetzt Angriff auf die Innenseite und hier auch wieder die Unterscheidung, das ist wie bei Wind auch eine Möglichkeit, hier mit einer kürzeren oder einer längeren Lastdauer zu arbeiten. So, Membranspannung lassen wir mal außen vor, die nehmen wir jetzt gar nicht mal. So, und lassen uns das Ganze jetzt berechnen. Wir haben jetzt hier eine Durchbiegung, die zu groß ist. Das heißt, von der Spannung her würde alles soweit funktionieren. Nur die Durchbiegung an der Stelle ist uns jetzt 6% zu groß. Wir schauen uns mal den Ausdruck an. Also hier nochmal zusammengefasst die gesamten Daten, die gesamten Werte, nochmal welche Lasten wurden angesetzt, wie ist mein Scheibenaufbau und hier welche Klimalasten, Ortshöhen und natürlich auch mit den Lastdauern hier, welche Lastdauern wurden hier für Wind oder auch für Streckenlast angesetzt, haben wir hier eben das Problem, dass wir bei dem Lastfall Nummer 9 eine zu hohe Durchbiegung bekommen. Man kann sich das dann auch nochmal anschauen. Da geht es hier um ohne Verbund. Das heißt, zuerst kommen ja jetzt hier weiter unten die ganzen Lastfälle einmal ohne Verbund. Und wenn man mal den Lastfall 9 nimmt, dann sieht man eben hier, dass wir eine zulässige Durchbiegung hätten von 12,5 mm, wir aber jetzt hier eine 13,20 mm Durchbiegung haben und somit zu groß die Durchbiegung wird. Gut, da müsste man jetzt an der Stelle weitermachen und eventuell jetzt entweder ein dickeres Glas nehmen oder auch entsprechend andere, ja, vielleicht eine andere Last ansetzen. Aber wir schauen uns mal Folgendes an. Wir nehmen jetzt mal dieses Vertikalverglasung ohne Verbund, die ja mit 6% Überschreitung der Durchbiegung noch nicht ganz funktioniert, speichern uns das Ganze ab und ich mache jetzt Folgendes, ich kopiere jetzt diese Position, das kann man hier über diesen Button machen, aktuelle Position kopieren. Damit erhalte ich jetzt eine 1:1 Kopie von meiner ursprünglichen Position 1 in Position 2 und wir machen das Ganze jetzt mit einem Schubverbund. Heißt, wir setzen jetzt an der Stelle für dieses VSG, dürfen wir ja auch einen Schubverbund ersetzen. Das heißt, ich wähle meine Scheibe, meine VSG-Scheibe mit Doppelklick aus und hier haben Sie eben die Möglichkeit, einen Schubverbund zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt hier diesen Haken setze, haben wir zum einen für das Standard-PVB eben diese unterschiedlichen Klassen, die auch in der 16612 im Anhang D entsprechend definiert sind, können Sie hier ganz normal ansetzen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, welches Produkt jetzt in meiner VSG-Scheibe verbaut ist, welche Folie, kann ich die entsprechend hier ansetzen.
Wenn ich aber weiß, welches Produkt ich verwende, habe ich die Möglichkeit, über den produktspezifischen Schubverbund, über die Datenbank mir ein beliebiges Produkt auszuwählen. Also man hat hier Eastman und Trosifol zur Auswahl. Wir können mal hier zum Beispiel das Centriglas nehmen und der Vorteil wäre halt hier, Sie können über diesen Info-Button sich auch nochmal ansehen, welche Omega-Werte, wir haben hier einfach mal die Omega-Werte produktweise hinterlegt, hier für die einzelnen Anwendungen entsprechend hinterlegt sind. Oder was auch möglich ist, hier über diesen Button Dokument PDF sich nochmal die entsprechenden PDF-Dateien von den Herstellern anzeigen zu lassen, um da auch nochmal nachzulesen, wie diese Omega-Werte definiert sind. Gut, also wir wählen jetzt hier unser Centriglas aus, kann ich hier mit Doppelklick auswählen. Damit habe ich hier den Schubverbund entsprechend berücksichtigt und natürlich muss ich jetzt hier noch definieren, die EN 16612 unterscheidet jetzt einmal zwischen Mittelmeerraum und andere Regionen und dann auch teilweise unbeheizt, beheizt. Wir wollen eine andere Region, wir machen das Ganze mal für etwas nördlicher, wollen das Ganze dann auch beheizt sehen und entsprechend werden hier dann diese Omega-Werte ermittelt. So, dann bestätigen wir das Ganze. Alle anderen Werte, wie jetzt zum Beispiel Geometrie, belassen wir jetzt so, wie wir das ursprünglich hatten. Auch die Streckenlast belasten wir so, wie wir das ursprünglich eingestellt haben. Und dann wollen wir das Ganze mal rechnen. Und siehe da, wenn wir den Schubverbund ansetzen, das dürfen wir, sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Die Durchbiegung ist nicht mehr zu groß. Durch diesen Schubverbundansatz verringert sich meine Durchbiegung. Wenn man sich das Ganze jetzt mal ansieht, haben wir jetzt hier zum einen als Verbundschicht das Centriglas hier eingesetzt und zum zweiten, wenn man mal weiter nach unten geht, wenn Sie mit Schubverbund arbeiten, bekomme ich vor meinen Ergebnissen nochmal eine Zusammenfassung, welche oder eine Übersicht, welche Omega-Werte denn hier jetzt entsprechend angesetzt wurden. Wir haben jetzt zum einen mal die Omega-Werte für die einzelnen Werte, so wie die Hersteller das angeben. Also wenn man mal das Beispiel Schnee nimmt, dürften wir jetzt hier einen Omega-Wert von 0,1 ansetzen, entsprechend der Auswahl, die wir vorher getroffen haben. Und daraus ergeben sich dann als zweiter Wert, das ist hier oben auch in der Legende dargestellt, effektive Durchbiegung, effektive dicke Durchbiegung und effektive dicke Spannung, die unterschiedlichen Ersatzdicken, die sich aus diesen angesetzten Schubmodulen ergeben. So, dann wird hier anstelle von ohne Schubverbund ein Lastfall oder alle Lastfälle durchgerechnet, einmal mit Schubverbund. Das heißt, der Lastfall 9, den wir vorhin hatten, der uns eine zu große Durchbiegung gebracht hat, ist jetzt deutlich auf der sicheren Seite und entsprechend werden dann auch hier die zulässigen Spannungen bzw. die vorhandenen Spannungen auch mit angesetzt. So, wenn man dann weiter nach unten scrollt, gibt es das Ganze nochmal mit vollem Verbund. Also immer wenn Sie mit VSG-Scheibe rechnen, wird im Glas Global 16612 einmal entweder ohne Verbund bzw. mit Schubverbund und mit vollem Verbund. Das ist ja der andere Extremfall. Wenn ich voller Verbund habe, da ist ja gerade bei Klimalasten und kleinformatigen Scheiben, haben wir ja eben das Problem, dass wir entsprechende Fälle haben, wo dann auch die Glasscheibe kaputt gehen kann, weil ich hier sehr hohe Spannungen induziert bekomme. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns zum Abschluss nochmal eine Vertikalverglasung haben wir jetzt gemacht, eine Horizontalverglasung an. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal die Vertikalverglasung aus Position 1, die markiere ich hier oben nochmal und kopiere die ganze nochmal als Position und wir wollen diese jetzt als Horizontalverglasung verwenden. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach mal hier dazu, horizontal 16612 ohne Schubverbund. Wenn ich jetzt Horizontalverglasung habe, dann würde ich eher dazu übergehen, dass ich meine VSG-Scheibe auf die Außenscheibe lege oder wir machen beide Scheiben VSG. Das heißt, ich gehe jetzt einmal auf Doppelklick und sage hier auch VSG 2x4 mm, sage hier OK. Wenn wir weitergehen zur Geometrie, wenn wir jetzt eine Horizontalverglasung rechnen wollen, dann können wir entweder hier unten auf horizontal stellen oder wir tragen hier den Winkel 0 Grad ein. Die Abmessungen lassen wir hier auch alle gleich. Dann kommen wir zum Wind- und Schneelast. Ich würde jetzt die Windlast entsprechend gleich lassen vielleicht und bei der Schneelast
setzen wir einfach mal eine Schneelast an von 1,5 Kilonewton pro Quadratmeter. Und hier auch wieder wichtig, hatten wir vorhin bei den Vorgaben gesehen, die Ortshöhe, die wird nur dafür benötigt, um zu ermitteln, welchen Wert für diesen Psi0 bei den Lastfallkombinationen ich entsprechend ansetze. Das heißt, wenn Sie hier einen Wert kleiner als 1000 Meter ansetzen, wird entsprechend der Wert Psi0 genommen und ansonsten, ich glaube 0,7 war es. Und wenn Sie hier einen Wert über 1000 Meter nehmen, dann steht es auch hier entsprechend da und dann wird der andere Psi0-Wert angesetzt. Das kann man aber auch den Vorgaben oder auch der Norm ersehen, welche Werte hier anzusetzen ist. Das System macht es automatisch und setzt ihn, ich gehe mal ganz kurz weiter, auf die Lastfallkombinationen, entsprechend beim Schnee, im Lastfall Schnee dann Ihre Psi0-Werte, hier haben wir die 0,5 und wenn sie größer als 1000 Meter wären, würden hier die 0,7 angesetzt. Macht das System dann automatisch. Also Wind- und Schneelast haben wir angesetzt, Klimalasten auch soweit gesetzt, Ortshöhen belassen wir, Membranspannung lassen wir außen vor und dann kommen wir auch schon wieder zum Ergebnis und dann sieht man eben, dass wir hier durch die Schneelast vermutlich, genau das ist hier Gewicht und Schnee, sehr hohe Ausnutzung bzw. eine starke Spannungsüberschreitung haben. Wir sind um 65% jetzt einfach mal drüber. Was könnte man jetzt hier machen? Eine Möglichkeit wäre natürlich jetzt eine andere Verglasung zu nehmen, vielleicht ein TVG oder ein ESG oder wir können da auch nochmal reingehen in unser Vorschlagsmodul und lassen uns da einfach mal eine Verglasung vorschlagen. Das heißt, hier unter Glasdickenempfehlung bekomme ich hier die Möglichkeit oder hier den Vorschlag, wenn ich sage, ich mache möglichst symmetrisch, hier 2x6 mm außen und innen, dann hätte ich eine Ausnutzung von 82%. Genauso kann man aber auch hier sagen, ich möchte möglichst außen eine dickere Scheibe haben, dann wird außen das dicker gemacht oder ich möchte möglichst innen oder unten in dem Fall die Scheibe möglichst dick haben. Dementsprechend werden dann diese Kombinationen vorgeschlagen. Heißt, ich könnte jetzt hier an der Stelle einfach dann zum Beispiel jetzt diese 2x6 mm übernehmen. Das funktioniert relativ einfach mit einem Doppelklick. Da werden diese Maße dann übernommen und dann habe ich hier automatisch, wenn ich jetzt in meinen Aufbau reingehe, eben diese 2x6 mm auch ausgerechnet und im Ergebnis wäre dann wieder alles wunderbar. Wir haben jetzt hier 2x6 mm VSG-Scheibe angesetzt und entsprechende Ausnutzung von 82,18%. Gut, dann zum Abschluss vielleicht noch das Vorschlagsmodul mit der Größenmatrix. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach nochmal auf die Größenmatrix gehen und hier werden in dem Fall der Aufbau 2x6 mm und der Außen und Innen und den angegebenen Lasten, die wir ja auch hier entsprechend gesetzt haben, jetzt so eine Matrize erstellt, wo mir angezeigt wird, welche Kombinationen von Höhen und Breiten jetzt hier zu einem positiven Ergebnis führen würden. Und das ist eigentlich immer ganz interessant, welche Abmessungen hier funktionieren und welche nicht. Und entsprechend kann man das Ganze dann auch für die Durchbiegung, also das eine ist für die Spannung und das andere ist für die Durchbiegung. Bei der Durchbiegung haben wir eher weniger das Problem. Und dann können wir das Ganze auch noch natürlich nach Excel exportieren. Da gibt es hier auf der rechten Seite so einen Excel-Button, wo ich dann diese Informationen 1:1 nochmal ins Excel rausschiebe und wenn ich das Excel dann öffne, bekomme ich hier einmal oben eine Matrize eben für meine Größenmatrix, für die Spannungsausnutzung und einmal für die Durchbiegungsausnutzung in Abhängigkeit von Höhen und Breiten. Gut, dann sind wir auch heute schon wieder am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Sie auch an unserem nächsten Webinar teilnehmen würden. Heute in einer Woche haben wir geplant, das neue Modul Glas Global Schweiz vorzustellen. Da geht es um die Berechnung nach der Schweizer Norm SIA 2057, die ja dieses Jahr in Kraft getreten ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder teilnehmen würden. Danke und auf Wiedersehen.